Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute mal wieder eine Eilmeldung. Dies bedeutet, dass in Kürze der Vorverkauf der neuen Limited Edition bei Kobi startet. Wir informieren euch hierzu regelmäßig, damit ihr diese Art von Sets nicht verpassen könnt, denn es kann auch mal passieren, dass so ein Set sehr schnell vergriffen ist. Also hinterlasst ein Abo, falls noch nicht geschehen, um keine Limited Edition von Kobi mehr zu verpassen. Wundert euch bitte nicht, wenn es hier etwas rauscht im Hintergrund, es ist aktuell draußen recht stürmisch, also verzeiht bitte eventuelle Nebengeräusche. Dieses Mal geht es um das Kobi-Set mit der Nummer 2599, den Panzer V Panther, Ausführung D. Dieser wird gebaut aus 1284 Teilen im Maßstab 1:28. Insgesamt 3 Minifiguren sind enthalten und ein Hund, genauer gesagt 2 Panzercrew-Mitglieder. Und einmal haben wir hier einen Gendarm und dieser führt den Hund mit bei. Neben der Limited Edition soll es auch noch 2 weitere Sets geben vom Panther. Bisher ist allerdings nur eines bekannt, und zwar mit der Setnummer 2655, der Panzer V Panther Ausführung G in der Pudel-Version. Dieses ist ein 2-in-1-Set, kann also in 2 unterschiedlichen Versionen aufgebaut werden, entweder in der polnischen Variante oder in der deutschen Variante. Das dritte Panther-Modell ist leider noch nicht bekannt. Bei der Limited Edition haben wir wieder Tarnfarben, das Set ist in Camouflage und beinhaltet auch noch einige Pflanzen auf dem Modell zur Tarnung. Nebenbei gibt es noch ein paar Kleinigkeiten dazu, bisschen Werkzeug, ein paar Waffen und auch Stacheldraht. Natürlich darf bei einer Limited Edition das Zertifikat nicht fehlen und auch das lasergravierte Typenschild. Ganz wichtig, achtet hier natürlich drauf, das Ganze ist in einer neuen Papphülle enthalten. Hier ist das Zertifikat und auch das lasergravierte Typenschild enthalten. Einigen ist es passiert, dass sie nach Entnahme des Zertifikats das Ganze entsorgt haben und somit leider auch das lasergravierte Typenschild. Interessant ist hier auch noch zu erwähnen, dass es neue Kettenglieder gibt. Diese gibt es bei diesem Panzer das erste Mal und ich nehme mal an, die werden wir dann bei anderen 1:28 Sets noch häufiger sehen. Der Panther verfügt über Seitenschürzen und wir haben unterhalb des Turmes auch wieder ein baubares Innenleben. Dazu gibt es auch noch einen baubaren Motor, einen Maybach L210. Wenn wir da eine Klappe am Panzer öffnen, können wir diesen dort entnehmen und auf einen eigenen separaten Sockel stellen. Dieser hat dann sogar ein eigenes bedrucktes Typenschild. Das Modell ist natürlich auch wieder pad-printed, es werden also keinerlei Sticker oder Aufkleber verwendet, alle nötigen Teile wurden bedruckt. Der Preis der Limited Edition ist noch nicht bekannt, wenn wir das Ganze aber mal vergleichen mit der Limited Edition 2589, dem IS-3 Berlin Victory Parade von 1945, der hat hier 10 Teile weniger und kostet immer noch 109,99 €. Deswegen denke ich mal, können wir das vergleichen, sind auch beides 1:28 Sets. Und im Presale erhaltet ihr höchstwahrscheinlich auch wieder die 10% Vorverkaufsrabatt und dann kostet das Ganze ca. 98,99 €. Das Ganze ist natürlich nur eine Vermutung von mir. Der Preis kann natürlich auch ein ganz anderer sein, aber ich denke mal, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Die Limited Edition könnt ihr nur auf den offiziellen Kobi Online-Shops kaufen, also einmal kobi.eu, kobitoys.de oder auch die polnische Variante auf kobi.pl. Um wie viel Uhr das Ganze online gestellt wird, ist noch nicht bekannt. Bei den letzten Versionen der Limited Edition war das meistens so zwischen 10 und 12 Uhr. Ich glaube, bei der letzten war es sogar ziemlich exakt um 12 Uhr. Wenn ihr auf die offizielle Kobi-Seite geht, wundert euch bitte nicht, die haben hier das Design geändert. Wir haben hier einmal eine Aufteilung neuerdings zwischen nicht-militärischen und militärischen Sets. Man beginnt hier immer anfangs mit nicht-militärischen Sets. Das heißt, ihr bekommt jetzt hier erstmal nur zivile Maschinen zu sehen, wie beispielsweise hier die Boeings oder auch die Opel-Version im Maßstab 1:12. Wenn ihr hier runterschaut, seht ihr natürlich auch weitere, alles nicht militärische Sets und ihr müsst hier oben links einmal auf Military klicken. Dann kommen wir zu den Militärversionen und dann haben wir hier einmal unter Menü, entweder, wo war's? Hier oben bei Special Edition, das könnt ihr ausklappen,
dann seht ihr hier die Limited Editions oder ihr könnt auch weiter unten hier beispielsweise beim Torpedo-Boot auf Limited Edition klicken. Noch ist das Set hier nicht gelistet, das wird dann wahrscheinlich irgendwann morgen, also am 7. Januar, im Laufe des Tages geschehen. Für Neuigkeiten rund um Kobi, beispielsweise wie hier die Limited Edition oder auch Aufzählungen für 2025 oder auch 2024, wenn ihr da nochmal recherchieren wollt, aller Limited Editions, diese findet ihr bei uns auf dem Blog auf steine-kanal.de. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Soweit zur Limited Edition des Panzer V Panther Ausführung D. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das etwas für euch ist oder ob ihr dieses auslassen werdet. Und wenn ihr euch für Kobi-Sets in der nicht limitierten Version interessiert, schaut gerne mal auf meinen Online-Shop auf trendgames.de. Dort könnt ihr beispielsweise den Panther V in der Pudel-Version vorbestellen und demnächst, sobald das neue Set dann bekannt ist, der andere Panther, dort ebenfalls. Natürlich findet ihr dort auch noch weitere Sets. So, dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich über euer Feedback, entweder als Kommentar, Daumen hoch oder auch über ein Abo. So, dann habe ich an dieser Stelle natürlich wie immer noch 2 Videoempfehlungen für euch. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.